Sebastian ist auch wieder da. So, noch einmal, um sich das ins Gedächtnis zu rufen. Wir befinden uns gerade bei der Übergabe der Orthese. Wir haben soweit schon die meisten Schritte abgearbeitet. Wir haben uns das Ganze einmal auf der Werkbank angeschaut und dann das Ganze statisch am Patienten. Wir werden nun dazu übergehen, uns das Ganze dynamisch am Patienten anzuschauen, denn wir so ein bisschen, oder derjenige, dem es aufgefallen ist, wenn diese ganzen Schritte, die wir vorab gemacht haben, wenn da schon irgendwas aus irgendeinem Grund nicht hingehauen hat, dann macht es keinen Sinn, diese Anprobe weiter durchzuführen. Also wenn wir überhaupt nicht dafür gesorgt haben, dass der Patient sich eine Last auf die Orthese bringen kann oder sowas, dann macht es auch keinen Sinn, oder dass er aufgrund von Schmerzen es nicht mag, die Orthese zu belasten, dann macht es keinen Sinn, ihn damit loslaufen zu lassen. Also muss natürlich alles im Vorfeld stimmen, bevor wir die Dynamik, und darum geht es uns ja, wir bauen ja dynamische Orthesen, um quasi dann in der Dynamik den vollen Umfang der Einstellmöglichkeit zu haben, um sicherzugehen, dass im Vorfeld alle Schritte vernünftig gelaufen sind. Wir gucken uns das Ganze hier mal an. Wir sprechen hier immer von visuellen Analysen, Ganganalysen bzw. Standanalysen. Warum machen wir das? Weil es nicht allen Technikern möglich oder Technikerinnen möglich ist, das Ganze über eine Ganganalysesystem laufen zu lassen. Wir müssen mit unseren Augen arbeiten, wir müssen erstmal schauen, kann derjenige damit laufen oder nicht. Und dann sind auch hier wieder so wie in dem Schritt statisch am Patienten so ein paar Dinge, die wir schauen müssen. Zum Beispiel, ist die Belastungsdauer auf beiden Beinen gleich oder ungleich? Wie ist die Schrittlänge? Werden Kompensationsmechanismen gemacht? Da gehen wir gleich noch detailliert im Detail ein. Letzten Endes erklären wir nämlich dort, wonach gucke ich denn eigentlich? Denn selbst das beste Ganganalysesystem nützt mir natürlich gar nichts, wenn ich gar nicht weiß, wonach gucke ich denn, wie sollte das Gehen denn optimalerweise aussehen? Optimalerweise würde das natürlich so aussehen, dass die Schrittlänge und die Belastungsdauer auf beiden Seiten gleich ist und dass die nach Harry definierten Schrittzyklen entsprechend auch alle in möglichst physiologischer Art und Weise mit möglichst physiologischen Gelenkwinkeln abgewickelt werden. Und da seht ihr, hier haben wir das Ganze ein bisschen vereinfacht. Wir haben die für uns relevanten Gangphasen einmal abgebildet und können jetzt während der Anprobe der Orthese immer wieder gucken, wann, zu welchem Zeitpunkt, ob was stattfindet, was da stattfindet, und können das dann dokumentieren. Das heißt, wir gucken uns jetzt gleich, und das wird Sebastian live am Patienten, also an mir vorführen, gucken uns gleich an, läuft der Initial Contact so, wie er sein sollte, die Loading Response. Wir betrachten Knie und Knöchel so ein bisschen unabhängig voneinander und gehen jetzt diese Gangphasen hier zusammen durch. Damit wir das aber auch nicht in Theorie machen müssen, bekommt ihr jetzt wieder die Live-Schalte zum Kollegen Leinhäuser. So. Ich spreche jetzt gerade, weil ich habe nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet für den Henrik, um ihn ein bisschen zu ärgern. Nochmal die Fehlereinheiten, die wir vorhin ausgewählt haben, nochmal ein bisschen durchgetauscht. Und ich bin überrascht, was das mit dem Henrik macht. Ich bin nicht überrascht, aber er ist überrascht. Und wir wollen mal schauen, ob sein Gangbild immer noch genauso physiologisch aussieht wie normal. Nix. Mit der entsprechend falschen Einstellung kann ich sein Bild auch im negativen Sinne beeinflussen. Das wollen wir uns einmal anschauen, bevor wir es wieder ins richtige Lot bringen. Ja, Henrik, kann's kommen. So. Was man jetzt also gut sehen kann und was der Henrik wahrscheinlich auch gespürt hat, das ist ein paar wichtige Teile einer physiologischen Schrittabwicklung sind da. Es ist ein initialer Fersenkontakt da. Das ist schon mal schön. Und er erreicht mit dem gesamten Fuß den Boden. Das ist aber auch schon ziemlich. Der Kniewinkel ist nicht in Ordnung. Der Dorsalanschlag scheint ziemlich wirkungslos zu sein. Das gucken wir uns nochmal im Detail an. Henrik, bleib
genau, wir haben einen initialen Fersenkontakt. Und dann, was passiert dann? Er hat einen sehr, sehr großen Kniewinkel. Das heißt, es findet eigentlich keine Loading Response statt. Das heißt, die Plantarflexion bleibt irgendwie aus. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe ihm eine viel zu starke Federeinheit hinten eingebaut. Dementsprechend ist der Kniewinkel zu groß im Moment der Lastübernahme und er fällt sozusagen nach vorne in die Dorsalextension der affektierten Seite und erreicht mit der kontralateralen Seite in einem zu großen Kniewinkel den Boden. Und in der weiteren Schrittabwicklung in der Terminal Stance verbleibt die Ferse am Boden, weil es über diese Federeinheiteneinstellung nicht gelungen ist, den Vorfußhebel mechanisch zu aktivieren und ein Anheben der Ferse zu erreichen. Vielleicht magst du noch einmal einfach flüssig so an uns vorbeilaufen. Henrik läuft einmal in einer Runde, damit ihr das nochmal sehen könnt. Und das ist auch ganz wichtig. Lasst das Gangbild des Patienten ein bisschen auf euch wirken. Guckt euch das immer mehrmals an. Macht euch eure Gedanken, lasst den Patienten ruhig nochmal laufen. Ihr müsst nicht immer sofort reagieren und sofort alle Einstellungen über den Haufen werfen. Macht immer eins nach dem anderen. Also was ich jetzt auch auf gar keinen Fall tun würde, ist alle Federeinheiten rausbauen und alle möglichen Änderungen vornehmen, sondern ich schaue mir an, was passiert da. Und das nach einer immer gleichen Reihenfolge. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, gibt es einen initialen Fersenkontakt? Ja, den gibt es. Das heißt, der statische Grundaufbau der Orthese ist nach wie vor in Ordnung, der ist gut, aber mit den Federn stimmt was nicht. Und was stimmt da nicht? Ich sehe, es gibt keine Loading Response, es gibt also keine Plantarflexion. Das sagt mir, die hintere Feder ist viel zu stark. Die ist viel zu stark, die tausche ich einmal aus und zu diesem Zweck zieht der Henrik vielleicht einmal die Orthese aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Wäre gut gewesen, wenn ich die Federeinheiten auch irgendwo hingelegt hätte, wo mein Kabel noch hinreicht, aber ich schaffe es gerade. Vielleicht magst du mir kurz einen Schraubendreher holen. Ich habe nämlich eben bei meinem Schabernack, als ich den Henrik hier seine Orthese verstellt habe, einen Schraubendreher weggelegt. Dafür brauchen wir einen Innen-Sechskant-Schlüssel. Das ist schön, seit einiger Zeit haben wir die Schraubeinheiten auf Innen-Sechskant-Antrieb umgestellt, was die Anwendung deutlich erleichtert, weil man natürlich nicht immer direkt gerade auf die Schraubeinheit einwirken kann mit dem Schraubendreher. Da ist er. Sondern manches Mal so ein bisschen gezwungen ist, das Ganze, oh ja, das ist super, Henrik, sondern das Ganze einmal so schräg machen muss, weil das Laminat im Weg ist und so weiter. Deswegen sind wir froh, dass wir hier Innen-Sechskant-Schlüssel zur Verfügung haben, mit denen man sehr viel anwendungsfreundlicher die Schraubeinheiten rausdrehen kann und entsprechend Änderungen vornehmen kann. So, wir haben also gesehen, die hintere Federeinheit, die verhindert eine Plantarflexion, die verhindert eine Loading Response, was eine Vorbeschleunigung der Knieebene in der Lastübernahme zur Folge hat und dem Patienten natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit verursacht. Jetzt schauen wir mal, also eine rote Feder, ganz ehrlich, das kann nicht richtig sein. Eine rote Feder, hinten eigentlich nie was zu suchen, denn wir können davon ausgehen, dass vorne stets die stärkere Feder zu finden ist und die schwächere Feder hinten. Das heißt, wenn wir zwei Federn im Lieferumfang haben sozusagen, dann sollten entsprechend die stärkere nach vorne eingebracht werden und die schwächere hinten. So, jetzt habe ich mal eine schwächere Feder eingebaut und wir wollen sehen, was das mit dem Henrik macht. Wieder so einschrauben, auch ganz wichtig, dass man das nicht am Patienten macht, sondern dass man diese Einstellarbeiten immer
mit der einzelnen Orthese auf der Werkbank durchführt und so die Feineinstellung vornimmt, dass kein Spiel in AP-Richtung vorhanden ist, aber die Feder auch nicht komprimiert wird. So, Henrik, dann kannst du wieder los. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, sind da noch mehr Fehler drin versteckt, um ja, so ein bisschen auch die Herangehensweise einer solchen dynamischen Anprobe zu erklären, wie man da rangeht, wie man das letzten Endes richtig liest, was da beim Patienten passiert. Also es braucht tatsächlich, wie erfahrene Techniker sagen, nicht unbedingt ein Ganglabor, um jetzt Fehler oder unphysiologische Erscheinungsbilder am Patienten zu erkennen. Viele erfahrene Techniker sagen, und das vollkommen zu Recht, ich habe ja mein Ganganalysesystem immer dabei. Das stimmt, das nützt nur häufig den Auszubildenden und den Kollegen, die nicht so viel Erfahrung mit Orthotik haben, gar nichts, wenn der Meister das weiß. Man braucht auch irgendwie eine Basis, das Ganze erklären zu können. So, da kommt der Henrik schon wieder um die Ecke. Und wir sehen, ja, die Vorbeschleunigung der Knieebene, die ist nicht mehr so da. Physiologisch sieht das Ganze aber trotzdem nicht aus. Wir können den Patienten jetzt natürlich fragen, wie er sich damit fühlt. Das meint wahrscheinlich unsicher. Das meint wahrscheinlich unsicher. Und was ich gesehen habe an der hinteren Feder, jetzt sehen wir zwar eine sehr deutliche Plantarflexion, aber der Fuß platscht einfach so runter. Das heißt, die hintere Federeinheit ist jetzt zu schwach. Die hintere Federeinheit ist also nicht in der Lage, die Loading Response tatsächlich zu kontrollieren. Genau deswegen brauchen wir so unterschiedlich starke Federeinheiten, um genau da das richtige Maß zu finden. Um das richtige Maß zu finden zwischen genügend Federkraft, um diese Bewegung zu kontrollieren, und nicht zu starker Federkraft, um eine ungewollte Vorbeschleunigung der Gelenkkette, in diesem Fall dann der Knieebene, zu verhindern. Das heißt, da brauchen wir diese 5 verschiedenen Federeinheiten, um das richtige Maß zu finden. Henrik zeigt das nochmal ganz toll, dass die Feder sehr wohl in der Lage ist, den Fuß anzuheben, aber nicht in der Lage ist, die Loading Response zu kontrollieren. Henrik, Mensch, dann musst du, glaube ich, die Orthese nochmal hier abgeben. Da müssen wir nochmal ran. Und naja, das soll es mit der hinteren Feder dann auch gewesen sein. Ich möchte euch da eure Geduld nicht überstrapazieren. Ich werde also die hintere Federeinheit einmal rausschrauben und gegen eine stärkere austauschen und nicht gleich nur eine Stufe stärker, sondern ich weiß, dass der Henrik für hinten eine weiße Federeinheit braucht. Woher weiß ich das? Nun, wenn ich für den Henrik eine Konfiguration erstelle, dann wird mir tatsächlich für die Kontrolle der Loading Response eine weiße Federeinheit empfohlen. Und die wird deswegen empfohlen, weil die Praxis gezeigt hat, hier ist eine blaue Federeinheit. Das war also zu erwarten, dass die nicht stark genug ist, um die Loading Response zu kontrollieren. Es sei denn, der Patient wäre in der Lage, natürlich theoretisch, die Loading Response selbst zu kontrollieren. Dann wollen wir ihn gar nicht mehr unterstützen und beeinflussen in der aktiven Abwicklung seiner Bewegung als notwendig. Deswegen brauchen wir auch eine relativ schwache Federeinheit wie die blaue, wenn der Patient ganz schlicht und ergreifend nicht mehr Unterstützung braucht. Und das ist natürlich sehr stark abhängig auch von den Hebelverhältnissen, die wir vorfinden. Henrik hat sehr große Füße, dementsprechend lange Hebel. Lange Hebel bedeuten, wir müssen auch mit großen Kräften arbeiten, die den Hebeln entsprechend entgegenstehen. Denn wer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, Kraft mal Weg ist dann das Drehmoment, was da aufgebracht werden muss, um die Bewegung entsprechend zu beeinflussen.
So, wenn die Hebel also kürzer sind, kleiner sind, wenn hier jetzt nicht eine Schuhgröße 46 wäre, sondern eine Schuhgröße 36, dann wären die Hebel entsprechend kürzer und die Federeinheiten müssten sicherlich gar nicht so stark sein, auch wenn der Patient vielleicht das gleiche Körpergewicht mitbringt. So, nun haben wir hinten eine weiße Federeinheit eingebracht und wir können den Henrik damit noch einmal laufen lassen und können davon ausgehen, dass das Thema der Plantarflexion damit also erledigt ist, dass die Plantarflexion damit gut kontrolliert wird. Aber um da sicher zu gehen, schauen wir uns das noch einmal an und konzentrieren uns dann auf das, was die vordere Feder, die den Dorsalanschlag dynamisch darstellt, also dann mit dem Henrik macht und wie wir da zu der richtigen Einstellung der Federeinheit kommen. Beim Neuroswing gibt es abweichend zum Neuroswing H2O auch noch die Möglichkeit, die Bewegung zu limitieren. Das heißt, in der Schraubeinheit oben ist noch eine kleine Schraube sozusagen zu erkennen, wenn man da drauf schaut, die man mit einem Schlitzschraubendreher eindrehen kann, um die Bewegung zu limitieren. Falls ihr mal in einer Anprobe sein solltet und euch gerade keine stärkere Federeinheit zur Verfügung steht, diese aber eigentlich benötigt werden würde, um ein sicheres Laufen darzustellen, dann könnte man übergangsweise diese Bewegungslimitierungsschraube benutzen. So, jetzt gucken wir uns nochmal Henriks Plantarflexion an, wie die jetzt so funktioniert. Schauen uns das nochmal an, aber der erste Eindruck ist schon mal ganz gut. Er hat einen initialen Fersenkontakt und das Absenken des Vorfußes sieht ziemlich kontrolliert aus. Aber ab der mittleren Standphase sieht man, dass er so einen leichten Wackler auf der Knieebene hat, was mir sagt, er fühlt sich nicht ganz sicher. Er ist unsicher. Wenn er jetzt ein echter Patient wäre, würde er wahrscheinlich noch eine Unterarmgestütze oder etwas Ähnliches benutzen wollen, weil er sich nicht ausreichend von der Orthese gesichert fühlt. Kann man das sehen? Es fällt ihm sehr, sehr leicht, die Dorsalextension durchzuführen. Und lauf nochmal an uns vorbei. Das wäre nämlich interessant zu sehen, dass Ferse sich in der terminalen Standphase, der Terminal Stance, erst sehr spät abhebt. Erst sehr spät kommt die Ferse nach oben und wir sehen eine Dorsalextension, die sicherlich über 10 Grad hinausgeht. Dementsprechend also eine unphysiologisch große Dorsalextension und ein spätes Abheben der Ferse, was mir sagt, die vordere Federeinheit ist schlicht und ergreifend zu schwach. So, dann nehmen wir uns Henriks Orthese nochmal vor und bauen eine entsprechend stärkere Federeinheit ein. Und ihr kennt mich, halbe Sachen mache ich nicht. Ich werde ihm gleich die stärkste Federeinheit einbauen, die ich habe. Und um mal zu sehen, was das mit dem Henrik macht, ob das Mittel der Wahl ist für den Henrik oder ob wir dann nochmal nachjustieren müssen, auch kein Problem. Wir haben ja alles da. Wir haben die Federeinheiten da. Denn das sind häufig gestellte Fragen. Wie finde ich das denn raus, die richtige Federeinheit zu wählen? Wie kann ich die richtige Stärke der Federeinheit überprüfen? Idealerweise natürlich so, wie wir das gezeigt haben, auch schon statisch am Patienten. Statisch am Patienten kann ich im Grunde genommen schon mit so einer 80-prozentigen Trefferquote wenigstens für vorne die richtige Federeinheit auswählen und dem Patienten so viel Sicherheit mit auf den Weg geben, die er braucht, später auch für die dynamische Schrittabwicklung, um sich auch in der Dynamik sicher zu fühlen, kann ich schon zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz vorher in der Dynamik klären. Hier habe ich das natürlich, um es zu zeigen, noch einmal verschlimmbessert sozusagen. Ich habe nochmal Fehler eingebaut, um auch zeigen zu können, was passiert, wenn man eine Fehleinstellung vornimmt. So, Henrik, weiter geht's. Aber wie gesagt,
Kann auch sein, dass es mit der roten Feder vorne funktioniert. Wir werden das gleich mal überprüfen. Ich kann es tatsächlich nicht genau aus dem Kopf sagen. Es ist groß gewachsen, hat große Füße, das heißt, wir haben lange Hebel zur Verfügung. Die Auswahl der Federstärke ist nicht nur vom Patientengewicht abhängig, sondern auch von den Hebellängen. Immer Patientengewicht plus Hebellänge und auch die Aktivität spielt natürlich eine Rolle. Wenn ein Patient nur sehr vorsichtig sozusagen weniger weichend unterwegs ist, sehr, sehr langsam läuft, dass ich noch kaum die einzelnen Gangphasen erkennen kann, der braucht möglicherweise nicht so starke Federeinheiten wie jemand, der sehr viel Energie mit rein in die Abwicklung und entsprechend die Dynamik der Federn auch komplett ausreizt und eine entsprechende Belastung auf das Hilfsmittel bringt. Da kommt der Henrik wieder um die Ecke. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Sieht schon viel physiologischer aus. Wir lassen das noch mal ein bisschen auf uns wirken. So, was ich glaube zu erkennen, ist kaum noch eine. Es ist also kaum noch eine Dorsalextension da. Er ist zwar ausreichend gesichert, das auf jeden Fall. Er ist sehr sicher mit der Orthese unterwegs, das ist schon mal gut und schön. Aber Henrik ist natürlich ein junger Mann, der möchte auch dynamisch laufen können, der möchte sich mehr oder weniger ungehindert, also physiologisch bewegen. Deshalb möchte er natürlich von einer Orthese nicht nur gesichert werden, sondern es ist immer unsere Idee, mit dem Setup der Orthese so dicht wie möglich an ein physiologisches Gangbild heranzukommen. Und aus diesem Grunde möchte ich noch einmal die Federeinheit für die Dorsalextension tauschen gegen eine etwas schwächere Federeinheit, weil im Moment sieht man, Henrik, laufe hier gerne nochmal vorbei, denn er fängt an, einen Kompensationsmechanismus anzuwenden, weil er sich von diesem massiven Vorfußhebel, den ich ihm jetzt eingebaut habe, durch die Verwendung der roten Federeinheit, fängt er an zu kompensieren. Das kann man deutlich erkennen. Er weicht sozusagen der Länge des Vorfußhebels aus. Er dreht den Vorfuß nach außen und weicht der Länge und dem brachialen rückhebelnden Moment des Vorfußhebels aus, indem er den Fuß nach auswärts dreht. Das sagt mir, die vordere Federeinheit ist in diesem Einzelfall für den Henrik einfach zu stark. Und ich fühle mich bestätigt in der Annahme, dass wir die nochmal tauschen sollten. Dazu zieht Henrik natürlich die Orthese noch einmal aus. Ich hoffe, dass ich eure Geduld damit nicht überbeanspruche. Aber das sind ganz, ganz wichtige Punkte im Feintuning einer Orthese. Henrik hat auch richtig Spaß, die Orthese immer wieder an- und auszuziehen. Er würde sich, glaube ich, schon wünschen, einmal mit Fachleuten zu tun zu haben, die ein bisschen schneller zu dem richtigen Federeinheiten-Setup zu kommen. Und genau da sind wir nämlich bei dem, was ich schon die ganze Zeit sage. Wir wollen bei allem, was wir tun, bei der Gipsabnahme und bei der Arbeitstechnik, versuchen wir so viel wie möglich in der Werkstatt zu machen, weil nämlich das Aufmerksamkeitsfenster, was wir haben beim Patienten und die Geduld des Patienten, die ist begrenzt. Wie begrenzt, das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, aber die Kraftreserven von Patienten sind häufig eingeschränkt. Das heißt, wir können ihn hier auch nicht stundenlang im Gang auf- und ablaufen lassen, um uns das Ganze in Ruhe anzugucken. Das heißt, wir müssen effizient zu einem guten Ergebnis kommen. Niemand hat Lust, 10-mal eine Orthese an- und ausziehen zu müssen, bis der Techniker endlich zu einem einigermaßen vernünftigen Ergebnis gekommen ist. Da hat keiner Lust zu. Nicht mal der Henrik, obwohl er das heute machen muss. Er muss das über sich ergehen lassen. Und genauso hat natürlich kein Patient Lust, sich von einer
schwierigen Passformsituationen malträtieren zu lassen, sozusagen, wenn wir das vermeiden. Ich denke, wir sollten das tun, was wir können, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, was die Passform und die Funktionalität angeht, was wir durch eine systematische Herangehensweise erreichen können, um letzten Endes die Geduld des Patienten und unsere eigene Arbeitszeit auch nicht überzustrapazieren, sondern schnell und effizient am Ergebnis zu kommen. Und da, ja, sage ich jetzt mal, haben wir schon einige Punkte jetzt besprochen, die letzten Tage. Und natürlich ist in dem uns gegebenen Zeitrahmen hier in diesem Online-Livestream nicht möglich, auf alle Kleinigkeiten und alle Details einzugehen. Wer Lust hat, sich über diese Details einmal mit uns auszutauschen, der ist selbstverständlich herzlich eingeladen, ein Arbeitstechnik-Seminar bei uns zu buchen und auch natürlich zu der einen oder anderen kniffligen Versorgung mal den Rat unseres Außendienstes mit einzuholen und ihn vielleicht mal zu befragen, mal irgendwo mit dazu zu holen. Lass uns darüber reden, über die Erfahrungen, die ihr so macht. Denn wie ich auch in Bezug auf die Arbeitstechnik schon mal gesagt habe, das, was wir hier machen, ist Erfahrung sammeln und wir teilen sie, weil wir davon überzeugt sind, dass am Ende alle davon profitieren. So, ich muss die Kamera ein kleines geht eben. So, war ein bisschen viel. So, jetzt kommt der Henrik auch schon wieder um die Ecke. Ja, wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Also die Loading Response sieht für mich schon sehr physiologisch aus. Er hat nach wie vor einen initialen Fersenkontakt, ein sehr kontrolliertes Absenken des Vorfußes. Und der Kniewinkel sieht auch während der mittleren Standphase physiologisch aus. Physiologisch meint an dieser Stelle so um und bei 5 Grad. Und eine Dorsalextension von so 5 bis 10 Grad sollten wir sehen in der Late Mid Stance. Da trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen, da trennt sich sozusagen die Idee eines statischen Dorsalanschlages von dem eines dynamischen Dorsalanschlages, weil natürlich nur ein dynamischer Dorsalanschlag die Dorsalextension in der Late Mid Stance zulässt und damit nur mit einem dynamischen Dorsalanschlag ein tatsächlich physiologisches Gangbild möglich ist. Und das, wo man so traditionell von spricht, von Gelenken mit Fußheberfunktion, ist eben, wie man hier an diesem Beispiel sehen kann, auch bei weitem nicht alles, sondern es geht neben dem, dass der Fuß angehoben werden soll während der Schwungphase, auch darum, während der Loading Response das Absenken des Vorfußes zu kontrollieren und zu steuern. Das ist das, was der Tibialis anterior normalerweise macht. Jeder, der schon mal ein langes Stück einen Berg heruntergegangen ist, der wird seinen Tibialis anterior kennengelernt haben. Meldet sich dann nämlich zu Wort, wenn man genau diese Bewegung über das gewohnte Maß hinaus ausführen muss. Ich hoffe, dass euch das ein kleines bisschen Spaß gemacht hat. Ich glaube, wir nehmen die Kamera nochmal in die Hand, dass man uns in einem etwas anderen Bildausschnitt nochmal sehen kann. Genau. Muss ich kurz verkabeln? Genau. So. Da sind wir wieder. Was haben wir heute gemacht oder was haben wir die letzten Tage gemacht? Das will ich noch einmal für euch zusammenfassen. Wir haben uns angeschaut, wie eine Patientenanamnese funktionieren kann. Wir haben uns angeschaut, wie es funktionieren kann, einen Gipsabdruck in einer für uns sinnvollen Stellung durchzuführen. Genau, der Henrik ruft dazu noch einmal die 360-Grad-Orthetik auf, um dieses Beispiel nochmal abzurunden. Das heißt, wir haben eine Patientenanamnese durchgeführt, ohne jetzt ein konkretes Beispiel für eine konkrete Indikation zu nennen, weil
egal welcher Patient zu uns kommt, egal welche Indikation er mitbringt, manchmal ist die Indikation auch noch nicht ganz klar, wenn der Patient zu uns kommt, haben wir gezeigt, wie man sich sozusagen von der Situation des Patienten ein Bild machen kann und wie man erstmal eine Bestandsaufnahme sozusagen machen kann, welche Schwierigkeiten, welche Einschränkungen der Patient mitgebracht hat und welche orthopädietechnischen Aufgaben er uns damit stellt sozusagen. Wenn wir die also in der hier vorgeschlagenen Art und Weise dokumentiert haben, wissen wir auch, was wir damit machen. Wir pflegen nämlich diese Daten in den Konfigurator ein. Der verbirgt sich nämlich hinter der Planung einer solchen Versorgung und bekommen entsprechend nicht nur funktionelle Vorschläge, sondern auch entsprechend Vorschläge zur Materialauswahl der Systemanker und zur Auswahl der Federeinheiten gegebenenfalls, sondern auch zur Funktionalität der Gelenke, was gebraucht wird, frei beweglich oder mit dynamischen Anschlägen oder was auch immer. Also die Vielfältigkeit ist viel zu groß, als dass ich das alles nennen könnte. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr werdet alle schon mal konfiguriert haben. Und unabhängig davon, was der Patient nun für eine Indikation mitgebracht hat und unabhängig davon, welches Gelenk wir einbauen, brauchen wir ein Modell. Wir brauchen ein Modell, auf dem wir die Orthese fertigen können. Und wir könnten im Prinzip mit der Erstellung des Modells starten, ohne die Indikation zu kennen und ohne zu wissen, welches Gelenk jetzt genau am Ende beim Patienten eingeht. Das sollten wir natürlich spätestens zur Herstellung der Orthese wissen, obwohl wir auch da großen Aufwand betreiben sozusagen und uns große Mühe geben, die Arbeitstechnik weitestgehend anzugleichen. Das heißt, wir glauben, Dinge sind immer dann einfach, wenn sie immer gleich sind. Und wenn die Arbeitstechnik immer gleich ist, unabhängig davon, ob ihr einen Neuroswing einbaut oder einen Neuroclassic oder einen Neurovario Spring oder Neurospring oder Neurovario Swing oder Neurovario 2 oder Neuroswing 2 oder was auch immer, ich könnte noch lange Zeit so weitermachen, dann ist es auch einfach und effizient, eine Orthese herzustellen. Und so ist auch die Übergabe einer Orthese im Prinzip immer gleich. Es sind die immer gleichen Dinge, nach denen ihr schaut. Es ist immer eine statische Anprobe, eine statische Kontrolle auf der Werkbank notwendig und es ist immer eine sinnvolle Passform notwendig unter Ausnutzung der maximalen Hebelverhältnisse und es ist immer notwendig zu überprüfen, was die Orthese mit dem Patienten macht. Das heißt, gibt die Orthese dem Patienten ausreichend Sicherheit im Stehen, je nachdem, wie viel Sicherheit der Patient braucht. Je nachdem, ob er in der Lage ist, sich muskulär selbst zu stabilisieren oder ob er ein entsprechendes Gelenk braucht, das diese Funktion für ihn übernimmt. Und wie sieht das Ganze in der Dynamik aus? Was kann die Muskulatur des Patienten aktiv zur Gestaltung des Gangbildes beitragen und was müssen wir mechanisch von außen dazu beitragen? All diese Punkte sind immer gleich und unabhängig von der Indikation oder von den Problemen, die der Patient hat. Und ich denke und hoffe, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat und es euch auf jeden Fall auch neugierig gemacht hat, vielleicht uns hier in Lüneburg mal zu einem Arbeitstechnik-Seminar zu begrüßen. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bei unserem ganzen Team für die Unterstützung im Hintergrund und auch nicht zuletzt bei Herrn FIOR und Herrn GENTZ, dass die uns bei der Gestaltung dieses ersten Online-Streams so viel freie Hand gelassen haben, dass wir hier uns im Prinzip frei ausleben konnten, das Ganze zu gestalten. Ich hoffe, es hat allen gefallen und dass alle damit zufrieden sind. Und ich hoffe, wenn alles glatt läuft, dass wir uns im Oktober auf der OT World in Leipzig begrüßen können. Von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich auch gefreut, das mitzumachen. Spaß haben wir alle gehabt, denke ich, so ein bisschen. Wir wollten das Thema nicht erwähnen, aber kommt alle gut über diese Zeit. Wir hoffen, dass alle das wirklich gut überstehen, dass da keine Probleme ist, dass alle das Beste draus machen. Wir hoffen, wir konnten euch die paar Tage ein bisschen füllen, insofern ihr da irgendwie Probleme hattet, sie zu füllen. Und wie schon Sebastian gesagt hat, würden wir uns freuen, wenn wir euch im Idealfall in Leipzig begrüßen dürfen.
Wir werden auf jeden Fall da sein, wenn die Messe denn stattfindet. So hoffe ich doch mal im Oktober. Und ja, ich freue mich über jeden von euch, der auch mit dabei sein wird und mal Hallo sagt. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht das Beste draus und wenn es euch gefallen hat, Lasst lasst einen einen Daumen Daumen da. da.